Einklang der Natur gleiten wir dahin im Toyota Corolla Hybrid Touring Sports. Das hatten wir bis jetzt noch nie und wie er sich schlägt, das sehen wir heute. Erstmal ein Hybrid in unserem Test. Heute haben wir ein Toyota Corolla Baujahr 2020 mit stolzen 179 PS. Mit fast 70.000 Kilometern kostet er 28.970 € auf Autohero. Bevor wir gleich zum Fahrverhalten kommen, nehmen wir den Corolla nochmal richtig unter die Lupe. Denn wir bewerten unsere Fahrzeuge in 4 Kategorien. Einmal in der Optik, dem Fahrgefühl, dem Platzangebot und den monatlichen Kosten. Und ganz ehrlich, ich bin zwar noch nie in einem Corolla gefahren, aber echt oft auf der Rückbank mitgesessen, denn der Toyota Corolla ist nicht nur das meistverkaufte Fahrzeug auf der ganzen Welt, sondern ich glaube auch so das beliebteste Uber, Freenow, Bolt Fahrzeug in ganz Deutschland. Denn wenn ich einen Uber bekomme, ist es eigentlich fast immer ein Toyota Corolla. Aber wenn ich mir genauer mal anschaue, was ich sonst nie mache, finde ich, ist das Heck so mein Highlight. Also gerade dieser sehr elegante Kühlergrill, das ganze Gesicht mit den schmalen Lichtern, gefällt mir sehr gut, ist modern, aber auch irgendwie sportlich. Apropos Sport, wir haben hier die GR Sport Variante. Es gibt hier nicht nur mehr Leistung, sondern auch hier diese Zierleiste, sowohl aber auch Sportschalensitze. Bevor wir uns die im Innenraum gleich anschauen, schauen wir uns nochmal das Heck an und auch das Platzangebot. Wir haben hier eine elektrische Heckklappe mit sehr lautem Piepsen, öffnet sich's und man sieht eine sehr ebene Ladekante. Das bedeutet meistens, wenn du hier unten die Abdeckung einmal aufmachst, dass sich noch meist viel Platz verbirgt. Und du siehst auch, da wo normalerweise das Ersatzrad sein sollte, ist hier noch wirklich extrem viel Platz. Also hier kriegst du noch mal einen ganzen Einkauf gefühlt rein. Was ganz cool ist, du kannst hier die Bank umklappen, zweigeteilt umklappen. Du hast komplett gerade zum Einladen. Das ist schon echt cool. Und damit kommst du auch auf 1606 Liter Kofferraumvolumen bis zur Decke hin. Doch zum Platzangebot zählt nicht nur der Kofferraum, sondern auch der Platz im Fond. Und da erklärt sich, warum so beliebt ist bei Uber-Fahrern. Ich habe hier richtig viel Platz, also richtig viel Beinfreiheit. Du hast viel Kofferraum, viel Beinfreiheit im Fond. Das gibt für mich auf jeden Fall die volle Punktzahl. Das sind 5 von 5 Sterne fürs Platzangebot. Um auch die Optik bewerten zu können, sitzen wir jetzt im Cockpit und wie schon gesagt, wir haben durch die GR Sport Variante Sportschalensitze, die echt schick aussehen und echt ganz gemütlich sind. Und insgesamt hast du einen sehr hochwertigen Eindruck hier in dem Auto. Also es sieht alles sehr modern aus, gerade die 2 Displays, die ich hier im Tacho und auch in der Mittelkonsole habe, lassen einen echt wohlfühlen. Und mein großes Highlight, was auch in ganz vielen Autos ist, die es haben, ist dieses wunderschöne Panoramadach, was extrem viel Licht in das ganze Auto bringt. Und dadurch, gerade in der Kombination mit außen, bekommt der Corolla von mir 4 von 5 Sterne fürs Aussehen. Auch hier wieder zum ersten Mal im Toyota Corolla. Vorne als Fahrer geht's los und wir schleichen dahin. Es ist einfach nur ruhig. Komplett mit dem Elektroantrieb kann ich hier losrollen. Ich rolle hier ganz entspannt und jetzt setzt der Motor ein, wenn ich hier über 30 km/h bin und er weiß, dass ich Gas geben möchte. Das ist immer ein ganz cooles Gefühl. Das hat halt nur so ein Hybrid oder halt eben ein Elektroauto, dass du dieses langsame Losrollen hast, diese ganz leise Losrollen. Ich finde, das hat immer so einen besonderen Kick, deswegen ich mag es immer extrem mit dem Hybrid zu fahren. Und auch gleichzeitig zu wissen, wenn ich mal vom Gas gehe, dann weiß ich, okay, er rekuperiert gerade und wenn ich bremse, er rekuperiert und lädt die Batterie wieder auf. Und das verleitet einen automatisch irgendwie dazu, sanft zu fahren, so richtig sehr spritsparend zu fahren und so oder energiesparend zu fahren. Und das finde ich kommt direkt von alleine. Also ich fahre dann viel sanfter, ich will dann gar nicht mehr so Gas geben, sondern ich kann dann ganz entspannt dahin gleiten. Und das macht schon richtig Spaß. Dann hast du hier in der Mitte die Anzeige und siehst ganz genau, was im Auto gerade vorgeht. Jetzt zum Beispiel rollen wir rekuperieren und laden dabei die Batterie. Wenn ich jetzt aufs Gas gehe, siehst du, okay, der Verbrennermotor schaltet sich wieder an, treibt die Räder an und gleichzeitig aber auch der Elektromotor, also die Batterie, treibt gerade gleichzeitig zusammen mit dem Verbrenner an und haben dadurch natürlich diese Hybridlösung als Antrieb. Und gerade für die Stadt ist es halt eben gemacht. Deswegen ist es auch so ein beliebtes Uber-Auto, weil du halt ganz viel einfach anfahren hast, stehen bleiben, anfahren, was ja extrem viel Energie verbraucht, beziehungsweise extrem viel Sprit verbraucht. Und da setzt eben der Elektromotor ein, dass du eben sanft losfahren kannst und der Verbrenner nicht erstmal zum Rollen bringen muss, sondern der Elektromotor das übernimmt. Gleichzeitig musst du auch viel bremsen, wo du viel rekuperierst. Und deswegen ist es ein tolles Stadtauto und deswegen ja eben auch so als Uber-Auto. Von der Übersichtlichkeit finde ich den
tatsächlich ziemlich schmal, also ist echt angenehm. Also man sieht hier hört es direkt auf, da hinten hört es direkt auf. Er hat eine ziemlich lange Schnauze und ich sitze so, dass ich gar nicht einschätzen kann, wo er aufhört. Also ich sehe, ziemlich weit vorne geht die Scheibe runter und dann geht es, glaube ich, noch mal ein gutes Stück, aber das sehe ich gar nicht. Klar, wenn ich jetzt von hier oben würde ich es vielleicht ein bisschen besser sehen, aber das ist nicht so ganz übersichtlich. Und auch wenn ich nach hinten schaue, ich sehe hinten nicht viel raus. Also natürlich im Heckspiegel geht es von der Autobahn her, aber so zum irgendwie rausschauen sieht man nicht so viel, weil das echt schmal ist. Das ist also eher so für die Übersichtlichkeit eher so ein Minus. Ich kann es nicht so ganz einschätzen alles. Auch beim Schulterblick sehe ich nicht so viel raus. Also das ist wirklich ein Minuspunkt für die Übersichtlichkeit. Ein kleiner Trost von Toyota ist der Toter-Winkel-Assistent, den wir hier an der Seite haben. Das könnte man so als Trost haben. Und wir haben allgemein ganz viele Assistenzsysteme dabei, zum Beispiel Spurhalteassistent und auch Parkassistent. Und jetzt geht es auch mal zum Parken. Ich benutze mal nicht den Parkassistent, die sind immer ziemlich ähnlich. Parken ein, manchmal dann hat man Angst und dann, naja. Ich bin ein bisschen skeptisch, muss ich sagen. Oh, stopp mal, stopp. Was? Doch, dann red jetzt ein. Okay. Oh, es ist weird. Alter, wie schnell er auch ein. Wow! Bremst. Hat er gebremst? Nee. Du hast gebremst. Aber wir wollen uns die Rückfahrkamera anschauen. Die hat eine nicht so geile Auflösung. Was mich auch direkt stört, ist, dass diese Linien hier nicht mitdrehen. Also bei ganz vielen Autos siehst du, wenn du Reifen einschlägst, wie das Auto fahren wird, beziehungsweise die Reifen stehen werden. Das finde ich mega schade, wenn es das nicht hat und wenn es einfach nur die Linien halt eingeblendet hat. Das heißt, okay, du siehst halt wenigstens den Abstand so. Aber das ist schade und das finde ich nicht gut. Also für 2019er finde ich fast schon ein Muss und das finde ich echt nicht gut. Also Kamera ist nicht schön aufgelöst, wenigstens ein großes Display, aber auch mit den Linien finde ich eher ein Minus. Wir haben Abstandssensoren, das ist ganz schön. Das sollte man aber auch 2019 auch mal drin haben. Wenn ich aber nochmal schauen möchte, wie es von der Größe aussieht, ich komme in die Parklücken rein, es hilft halt eben extrem, eine Rückfahrkamera zu haben. Aber ohne Rückfahrkamera, ganz ehrlich, ich würde es so schwer einschätzen können. Also Übersichtlichkeit ist wirklich ein Minus. Also Übersichtlichkeit finde ich nicht gut, die Rückfahrkamera finde ich auch nicht so gut. Das muss man echt sagen beim Toyota, das ist nicht so geil. Das ist wahrscheinlich auch wieder so ein Ding für die Uberfahrer, die müssen halt nicht einparken, die fahren einfach nur. Ja, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Wenn es aber ums Langstreckefahren geht, ums Vielfahren, haben wir ein paar Features drin. Einmal natürlich Sitzheizung, gefällt mir sehr gut. Kannst du einmal in Low und einmal in High einstellen, wie stark du sie haben möchtest. Weiter haben wir eine Verkehrszeichenerkennung, welche auch sehr gut funktioniert. Also zeigt dir hier oben dann immer an, wie schnell du fahren darfst. Ich habe ein Head-Up-Display, was mir auch nochmal die Geschwindigkeit anzeigt, wie schnell ich fahren darf. Und auch den Spurhalteassistenten. Das ist schon ganz gut. Wenn ich hier nämlich drüber gehe, fängt direkt an zu piepsen. Und ich sehe es auch von dem Head-Up-Display. Okay, ich sollte aufpassen. Das ist ganz schön, gerade bei Müdigkeit auf der Langstrecke. Was mich aber interessiert, wenn ich jetzt mal abbremse, wie der in der Beschleunigung ist. Weil ich gehe jetzt mal ganz runter auf 0. Wir haben ja Elektromotor und Verbrenner. Beide treiben auch gerade an. So eine Kombilösung. Ja, also könnt ihr euch vorstellen, wir sind jetzt auf 100 beschleunigt. Ja, also ist in Ordnung. Ich hätte ein bisschen mehr erwartet, weil wir haben ja fast so 180 PS. Ist also nicht wirklich die Stärke vom Toyota. Man kann sagen, es reicht, um auf der Landstraße zu überholen oder auf der Autobahn zu überholen. Dafür ist es in Ordnung, aber es ist auf jeden Fall kein sportliches Fahrzeug. Und wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, durch diese Hybridlesung fährst du ja auch gewollt irgendwie auch gemütlicher. Also es ist ein Auto, um eben gemütlich zu fahren, um effizient zu fahren. Das hast du auch im Head-Up-Display, siehst du die ganze Zeit, okay, ich fahre gerade Eco, ich charge gerade oder ich verbrauche gerade Strom. Deswegen, darauf ist es ja ausgelegt. Und wenn ich so entspannt über die Landstraße fahre oder über die Autobahn, dann haben wir hier auch ein Soundsystem von JBL. Die haben, glaube ich, nochmal extra gezahlt dafür, dass sie auch hier vorne nochmal stehen durften. Aber das habe ich mir gerade angehört und das klingt echt gut. Also wenn ich hier mal lauter mache. Auf der Liste steht mein Name, muss nicht zahlen. Diskutiere, denn die schließen hier den Laden. Doch das kommt nicht in Frage. Disco, Partisane. Also das ist schon, die finde ich echt gut. Also die macht richtig Spaß. Also das finde ich richtig geil. Zum so rumfahren ist es ein richtig cooles Auto. Das ist eine sehr entspannte Gasannahme. Auch so gefühlt auch wie so bei einem Elektroauto, weil ich eben ganz leicht so den Schub merke. Das ist richtig cool, weil unten raus der Elektromotor eben antreibt. Und auch das Lenkrad. Ich habe mir hier ein mega angenehmes Lenkrad. Das finde ich richtig cool. Ich habe hier auch richtig viele Funktionen drauf. Kann hier also alles einstellen, was ich möchte. Das Display in der Mitte ist wirklich schön groß. Du kannst hier auch für alle verschiedenen Sachen anzeigen lassen und sieht auch von der Software echt gut aus. Was nicht so gut aussieht von der Software ist hier in der Mitte. Das ist nicht so ganz übersichtlich. Also das sieht ganz okay aus.
aber wenn ich auf Audio gehe, es sieht, na, weiß nicht, also es ist einfach veraltet, finde ich. Also es ist einfach nicht modern. Und das finde ich ein bisschen schade. Das Cockpit-Display ist schon echt übersichtlich und finde ich echt gut. Und du hast wirklich alles, was du möchtest. Und du kannst dir alles anzeigen lassen. Auch hier in der Mitte, wie alles aufgebaut ist. Auch das ganze Armaturenbrett sieht sehr stylisch aus. Das hier sind minimal Knöpfe, wo du eben dir deine Temperatur einstellen kannst. Und das ist alles extrem übersichtlich. Das finde ich richtig cool. Also wie alles aufgebaut ist, wie alles aussieht, außer jetzt das Display in der Mitte, finde ich echt schön und fühlt sich geil an. Und auch die Geräusche im Innenraum sind echt angenehm. Es ist ein bisschen laut, aber ich bin gerade am Überlegen, ob ich 4 oder 5 Sterne gebe. Allgemein vom Fahren ist er richtig angenehm. Ich habe gar nicht so viel dazu gesagt, weil es sich sehr nach zu Hause anfühlt. Also es ist sehr angenehm vom Lenken und vom Beschleunigen, vom allen, wirklich ein schickes Auto. Deswegen vom Fahrgefühl gibt es fast schon 5 Sterne, aber wenn ich den Rest noch alles mit reinrechne, mit der schlechten Übersichtlichkeit, mit dem Display, mit der Software, welche echt nicht so cool aussieht, kriegt er von mir 4 von 5 Sterne fürs Fahrgefühl. Unterm Strich hat mich der Corolla tatsächlich überrascht. Großes Platzangebot, modernes Design und durch die Hybridlösung ein angenehmes Fahrgefühl. Wenn dich der Toyota Corolla auch interessiert, dann kommt durch den ersten Link in der Videobeschreibung direkt auf Autohero.